Und ich möchte über all das sprechen mit dem leitenden Wirtschaftsredakteur von Welt, Holger Czapetz, ist mir zugeschaltet. Holger, heute also eine Prognose am Vormittag, die jetzt nicht ganz so rosig aussieht. Was macht das automatisch mit der Wirtschaft hierzulande? Naja, ist ja nichts, was uns so wahnsinnig überraschen würde, dass die Forschungsinstitute nur 0,1 haben. Ich muss gestehen, ich würde in diesem Umfeld kein Ökonom sein wollen, der jetzt eine Prognose festlegt, weil so fluide, wie sich die Sachen ändern, da war mal eben ein Zoll von 20% im Gespräch, jetzt sind es 10%. Auf der anderen Seite haben wir jetzt dieses ganze Schuldenprogramm, da weiß man nicht genau, wann wird denn da überhaupt das erste Geld abgerufen, wann wird es denn wachstumswirksam. Insofern, es ist wirklich ein Riesenproblem. Und nur eine Sache, die wir wissen: Wir haben mit Amerika in den letzten 12 Monaten 70 Milliarden Euro an Handelsbilanzüberschuss gehabt. Und wenn da jetzt was von wegkommt, von diesen 70 Milliarden, nehmen wir an, wir hatten nur noch 60 Milliarden, dann wird das automatisch auch vom Wachstum abgezogen. Und wenn wir jetzt das 70 nur behalten, dann bleibt es flat. Und wenn wir mehr haben wollen aus dem Export mit Amerika, müssten wir sogar noch noch mehr mit Amerika machen. Und das alles, das stellen wir ja fest, wenn du da Ökonom sein willst und da irgendwie was sagen willst, es ist fast unmöglich. Was ist denn dann aktuell für unsere Wirtschaft schlimmer? Trump und seine Politik, die man nicht vorhersehen kann, oder die politische Hängepartie hierzulande? Ja, was erstmal bei uns schlimm ist, so als langfristiges Problem, die strukturellen Probleme, die wir haben. Also diese Probleme müssen angegangen werden. Und da brauchen wir ein Fitnessprogramm, da müssen wir die Steuern runtersetzen, da müssen wir versuchen, die Wachstumskräfte, die wir haben, noch durch intelligente Anreizsysteme zu heben. Also wenn wir ja gerade auch von den Forschungsinstituten gehört haben, naja, da gibt es gar keinen Anreiz zu arbeiten, dann muss ich halt gucken, dass Leute, die jetzt Bürgergeld kriegen, nicht, wenn sie anfangen zu arbeiten, sofort die ganze Hilfe wegkriegen, sondern das muss ich halt hinbekommen. Das sind die strukturellen Probleme, die wir in Deutschland haben. Aber das wirkt langfristig. Und kurzfristig haben wir natürlich diese Trump-Geschichte, wo Leute total unsicher sind. Und man hat das ja auch gestern so schön gesehen. Wir hatten erst einen Zoll von 20% und dann einfach am Nachmittag haben wir nur noch einen Zoll von 10%. Und wer will da denn bitte schön eine Planung machen? Und man hat das ja auch sehr schön gesehen an den Aktienmärkten, was da passiert ist. Die sind ja immer so ein Gradmesser von, wo wird Wohlstand geschaffen, wie viel Wohlstand wird geschaffen, wie viel Wohlstand kommt aus der Welt. Das sind 4 Billionen Dollar allein in Amerika an der Börse durch einen Federstrich geschaffen worden. Und ich meine, ganz ehrlich, wer da klarkommen will, wer da als Unternehmen eine Prognose machen will, ich könnte das nicht. Und ich bewundere Leute, die es können. Nur, wenn ich diese Unsicherheit kurzfristig habe, was mache ich dann? Ich mache erstmal nichts und warte ab. Und das ist das, was für eine Wirtschaft natürlich auch schlimm ist, weil man will ja eigentlich wieder Wachstum haben, man will ja die Wachstumskräfte stärken, man will irgendwie weitermachen, man will jetzt Deutschland nach vorne bringen und wieder fit machen. Und das ist neben dem Strukturellen, was so langfristig wie so ein Mehltau über den See, haben wir halt diese kurzfristigen Sachen, wo keiner richtig weiß, was mache ich in dieser Aktion. Jetzt will ich trotzdem noch eine Prognose von dir haben. Die letzten Tage waren ein Auf und Ab der Gefühle. Jetzt dieses Aussetzen für 90 Tage, es soll Gespräche geben. Bringt das zumindest für diese Zeit Ruhe in die Märkte? Naja, es sind noch nicht mal alle Zölle bekannt gegeben worden. Es hieß ja noch, wir kommen noch Pharmazölle, bekommen wir noch, wir könnten auch noch ein paar Halbleiterzölle haben. Also es ist noch diese Zolldrama ist noch nicht vorbei. Und selbst wenn dann das Zolldrama vorbei ist, gibt es ja noch weitere Dramen. Es ist ja nicht nur diese Zollpolitik, die völlig ungewiss ist, sondern es sind ja auch andere Sachen, die dazukommen. Und insofern kann ich für die Märkte wirklich nur sagen, ruhig bleiben, am Sparplan festhalten und investieren. Denn wer hätte denn gedacht, wenn wir gestern gesprochen hätten, dass wir einen Tag später, dass der DAX mal eben 8% höher eröffnet. Das ist ja völlig absurd. Und das alleine zeigt ja schon diese Bewegung. Und wir hatten am Montag zwischen Hoch und Tief beim DAX 12%. Das haben wir wirklich nur in extremen Situationen. Und deswegen, wer da investieren will, der investiert besser einfach nach einem Plan, also einfach einen Sparplan haben und da investieren. Und ob wir jetzt dieses Jahr, ob das jetzt ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr an der Börse wird, weiß noch keiner. Aber wer auf 5 oder 10 Jahre der Zeit hat, der wird sicherlich höhere Kurse haben als heute. Und wenn ich das Geld langfristig entbehren kann, ist es ja egal, ob es jetzt mal in diesem Jahr runtergeht, dann ist es sogar gut, weil ich günstiger einsteigen kann. Aber ich gucke ja auf lange Frist. Und ich glaube, bei solchen kurzfristigen Schwankungen sollte man wirklich nur noch langfristig denken und sich nicht von Gier oder Angst oder von irgendwas treiben lassen.
Holger, lass uns ganz kurz noch auf den Plan der zukünftigen Regierung schauen. Also der Koalitionsvertrag, er steht jetzt. Die Wirtschaft, vor allem von der Union, nach ganz oben geschrieben worden. Du hast über Langfristigkeit gesprochen. Gibt es da aber auch Maßnahmen, die jetzt relativ schnell greifen und helfen können? Ja, was ich problematisch jetzt finde, ist, wir haben ja so eine Abschreibungsgeschichte. Also wenn ich jetzt investiere, kann ich abschreiben. Nur wenn ich jetzt gerade diese Unsicherheit wegen Trump habe, dann will ich ja vielleicht gar nicht investieren gerade. Dann nützt mir diese Abschreibung gar nichts. Auf der anderen Seite diese Steuervergünstigungen, die sollen ab 2028 erst gelten, diese 1 Prozentpunkt niedrigere Steuer. Mal ganz ehrlich, ich hätte halt jetzt sofort irgendwie gesagt, ihr kriegt zwar eine Sonderabschreibung, wenn ihr investiert, aber ich hätte jetzt schon Deutschland als Steuerstandort attraktiv gemacht, um auch den Leuten zu zeigen, die vielleicht sich überlegen, in welches Land gehe ich und wo will ich mich ansiedeln, zu zeigen, Deutschland ist wieder da. Und ich kann dieser Spruch, Deutschland ist wieder da, fand ich super. Nur ich kann das aus diesem Koalitionsvertrag noch nicht erkennen, dass Deutschland wieder da ist. Und da hätte ich halt Maßnahmen gemacht, die sofort jedem zeigen, hey, wir sind nicht mehr das Land mit den höchsten Steuern, wir sind nicht mehr das Land mit den höchsten Energiepreisen. Und das kann ich halt in diesem Koalitionsvertrag nicht sehen. Wir haben eine neue Regierung immerhin, das hat sich relativ schnell, hat sich das zusammengerollt, das ist positiv. Aber dieser Koalitionsvertrag, der hat noch nicht für mich diese durchschlagende Wirkung. Ja, und von einem super Spruch kann sich natürlich noch niemand was kaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Holger, danke dir erstmal für deine Einschätzungen. Sehr gern.